Guten Tag, mein Name ist Thomas Kuwatsch, ich bin einer der Mitgründer von ARI Motors. Ich sitze hier in unserem kleinen ARI Personenfahrzeug, Platz genau für 2 Personen. Diese 2 Personen können auch ein bisschen Gepäck mitnehmen oder den Hund oder die Katze oder wen auch immer, aber viel Platz ist nicht. Es ist wirklich ein sehr, sehr kleines, schmales, übersichtliches, aber wendiges Fahrzeug und alle anderen Details schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an. Das ARI Personenfahrzeug, also der ARI 80-2, der eben 80 km/h fährt und für 2 Personen zugelassen ist hier also in dieser Variante mit 2,50 Meter knapp 50, also 2,45 Meter in der Länge und 1,29 in der Breite. Besonders schmal für enge Parklücken und so weiter, hat aber dadurch eben auch wenig Platz im Innenraum, also primär für die beiden Vordersitze, aber hinten der Kofferraum ist sehr, sehr klein. Ja, also da passt eine Tasche rein und vielleicht noch ein Getränkekasten. Hier an der Seite wird er dann mit 230 Volt Strom betankt. 5 bis 6 Stunden dauert das. Ich brauche also keine Wallbox oder sowas, sondern das geht einfach so. Der Innenraum ist sehr übersichtlich, ja, fast schon spartanisch. Ich brauche also keine langen Bedienungsanleitungen, um das zu verstehen, was da alles so drin ist. Ich habe eben, klar, das Lenkrad, ich habe mein Bedienfeld in der Mitte und eben großes Touchscreen-Radio. Hier mal nur zur Info, sollten Sie doch schon eine Wallbox haben, dann können Sie auch per Adapter einfach von Typ 2 auf normale Steckdose runterwandeln. Sie können nicht nur von hinten in den Kofferraum rein, sondern auch noch vom Innenraum einfach Sitz nach vorne klappen und fertig. Dann gibt es ein kleines Fach für das Ladekabel. So sieht es aus. Ganz normale Steckdose, ja, wir müssen nicht irgendwie das neu installieren lassen oder sowas. Jede normale Außensteckdose ist dafür nutzbar, um das Fahrzeug eben aufzuladen. Dann vorne am Lenkrad haben wir den Schalter für den Blinker und fürs Fernlicht und so weiter und fürs Licht allgemein. Hier die Spiegel, die elektrische Spiegelverstellung, die sind auch noch beheizbar, die Spiegel. Und hier unten der Not-Aus-Knopf, wenn Sie mal das Fahrzeug länger irgendwo parken, dass dann die Batterien keinen Schaden nehmen. Hier unten ist der Batteriekasten. Ja, Sie sitzen also auf den Batterien drauf. Und ansonsten ist das Fahrzeug halt sehr übersichtlich. Hier sehen wir mal einen Blick aufs Tacho. Dann gibt es da die Anzeige, wie viel Energie noch drin ist. Je mehr Balken, umso besser. Sie haben dann hier an der rechten Seite eben den Scheibenwischer mit Waschanlage, selbstverständlich. Und das Fahrzeug hat dann eben hier unten nochmal Zündschloss und dann eben hier das Bedienelement, wo wir eben die Lüftung haben und die Heizung und dann die optionale Klimaanlage, dann den Fensterheber auf der Beifahrerseite, dann nochmal Fensterheber fahrerseitig, plus dann eben noch die Spiegelheizung und die Nebelschlussleuchte und so weiter. Das haben Sie also alles sehr, sehr kompakt dort in diesem einen Element drin. Und dann haben wir hier noch das Touchscreen-Radio. Zack, da ändert sich die Ansicht. Sie könnten parallel sich auch noch eine GPS-Karte reinstecken, um zu navigieren. Und dann können Sie Ihr Telefon noch spiegeln oder es per Bluetooth verbinden, um dann darüber zu telefonieren. Das Fahrzeug an sich ist, wie gesagt, sehr, sehr klein, sehr, sehr übersichtlich. Es kommt sozusagen durch jede Straße, durch jede Parklücke rein. Es gibt es in verschiedenen Farben. Da hinten also dieses Metallic-Blau, jetzt eben das Weiß. Hier einmal eine Variante in Knallrot. Es gibt noch einen in Braun und dann noch einen in Gelb. Also Varianten gibt es da einige. Ja, wenn Sie sozusagen so ein Fahrzeug nutzen, um es in der Stadt zu fahren, also zur Kita und wieder zurück zum Einkauf und wieder zurück zum Sport, alles bestens dafür geeignet. Für wirklich lange Strecken eignet es sich eher nicht, ja, weil natürlich, klar, Sie können eine Reichweite von hier bis maximal 250 Kilometer machen, aber naja, so richtig nett und kommod ist es dann doch nicht. Aber für Fahrten, die in der Stadt stattfinden oder im näheren städtischen Umfeld, ist es ideal geeignet. Sie haben immer viele begeisterte Blicke, die sagen, Mensch, was ist denn das hier? Und man will sich mit ihnen fotografieren und so weiter oder mit dem Fahrzeug. Das ist also garantiert. Sie fallen auf mit dem Fahrzeug und ja, Sie haben eben nie wieder Parkplatzprobleme. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, das ist das ideale Fahrzeug für mich, dann kommen Sie einfach auf uns zu.